Hallo, ich bin Simon, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Öhring. Ich mache jetzt gleich ein kleines Projekt, um gegen Rassismus anzukämpfen, und dazu treffe ich gleich einen syrischen Freund von mir, und dem werde ich 2 Fragen stellen, um einfach herauszufinden, in was für einer Situation er sich gerade befindet und ob er, sofern der Krieg in Syrien zu Ende sein sollte, ob er dann vorhat, wieder nach Syrien zurückzukehren oder was seine Pläne sind. Also, let's go. Alles klar, danke. Hallo. Ich wollte dich doch noch die Frage wegen dem Interview fragen. Ja, natürlich. Und zwar geht in Social Media das Gerücht um, dass in Syrien der Krieg zu Ende sei. Und da wollte ich mal fragen, wie du dazu stehst und was du machen würdest, wenn der Krieg in Wirklichkeit aus sein sollte. Natürlich, das ist eine gute Frage. Es gibt viel Angst von der Deutschen, viele Deutsche, nicht alle, sondern viele, ja, dass wir hier bleiben. Das Problem, diese Deutsche kennen oder wissen überhaupt nichts über Syrien. Sie wissen, dass es ist ein verrücktes oder kaputtes Land, wir hatten dort nichts oder es ist einfach ein armes Land, und das ist ganz falsch. Die Wahrheit ist, wir haben alles, und Syrien ist ein reiches Land, und Syrien hat alles, sondern entweder die Menschen oder Öl oder alle reiche Sachen, die macht Syrien ganz hoch. Aber unser großes Problem ist unser Präsident, der Diktator dort. Und viele Deutsche sagen, dass der Krieg vorbei ist, weil sie denken, dass Assad, der Präsident, ist ein guter Mensch, weil er kämpft mit den islamistisch Radikaler und Terroristen und ISIS, und das ist nicht richtig. Das ist überhaupt nicht richtig. Es gibt eine Sache in Syrien, und das heißt, es gibt eine Revolution, und die Revolution ist ein Volk gegen ihren Präsident, okay? Gegen ihren diktatorischen Präsident. Und der Präsident ist unser Problem, ja? Wenn Assad weggeht, ja, wir gehen mal zurück, natürlich. Und viele denken jetzt, oh, er lügt, er geht nicht zurück, weil sie wissen gar nichts über unser Land. Sie wissen gar nicht, dass unser Land ist ein reiches Land, aber wenn sie denken, dass Assad ist ein guter Mensch, ich sage als Syrer, als ich dort war, Assad hat ISIS gemacht. Assad ist der Hauptgrund von ISIS und die Radikalen in Ostsyrien. Assad und Russland sind die Hauptgründe des Kriegs in Syrien. Und leider alle Regierungen unterstützen ihn, und ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Amerika sagt, sie sind gegen Assad. Und Europa sagen, sie sind gegen Assad. Und viele Menschen und viele Regierungen sagen, sie sind gegen Assad. Und endlich, niemandem hat das syrische Volk unterstützt, ja, mit Waffen gegen zum Beispiel die Flugzeuge von Assad und von Russland. Und deshalb, das syrische Volk war alleine. Und die Leute denken, dass das syrische Volk mit ihrer Gruppe, mit der Gruppe dort, die Rebellen, ja, sie denken, dass alle Rebellen sind Terroristen und alle Rebellen sind Radikaler. Und das ist die Katastrophe. Sie wissen gar nichts und sie wollen nicht. Und sie glauben jetzt vielleicht 90%. Sie hören mal zu und sie glauben das nicht. Oh, er will in unser Land bleiben, weil guck mal, wie Deutschland schon ist, und Syrien ist ein scheißes Land zum Beispiel. Es ist nicht einfach für uns, unser Land zu verlassen und einfach ein neues Leben zu leben und unsere Kinder und unsere Kultur ganz. Deshalb sage ich, wenn der Diktator geht weg, wenn ihr glaubt das oder nicht, wir gehen gerne zurück zu unserem Land. Okay, und wie lange bist du jetzt schon hier in Deutschland? 1 Jahr und 9 Monate. Okay, und in der Zeit, wie hast du da so die Integration in Deutschland erlebt? Was waren das so deine Erfahrungen? Integration. Letztes Mal habe ich die Integration, das Wort Integration gesehen bei den Debattieren zwischen Martin Schulz vom SPD und von Angela Merkel. Und leider, das war ein Problem. Die Flüchtlinge haben nicht integriert. Die Flüchtlinge haben nicht bla bla bla. Was ist Integration auf jeden Fall? Ja. Viele sagen, Integration ist so, aber ich selber als Flüchtling und als Syrer
Ich sage, was Integration, wie ich gesehen habe. Am Anfang, als ich nach Öhringen, Hohenlohe gekommen bin, ja, ich hatte nur eine Möglichkeit, mit den Deutschen zu treffen. Und das heißt Mehrgenerationenhaus. Es ist eine Organisation für Ehrenamtliche und so. Also das heißt, ich habe nur die Ehrenamtliche kennengelernt. Und am Anfang, die Ehrenamtliche waren ganz super Menschen, ja. Und sie sind wirklich super Menschen. Sie helfen unglaublich. Und jetzt, ich habe viele Erfahrungen und deshalb sage ich, nach den Erfahrungen, jetzt weiß ich doch, dass die deutsche Gesellschaft wollen uns, die Mehrheit, nicht alle, die Mehrheit nicht alle, die deutsche Gesellschaft will uns in Deutschland nicht. Jedes Mal, ich versuche, neue Bekannte auszumachen, sie gehen weg. Sie gehen weg. Das heißt, die Deutschen vor uns, die Flüchtlinge, sind nur die Ehrenamtliche. Und wie viele Ehrenamtliche haben wir? 60 oder 70? Okay, aber Deutschland ist 80 Millionen. Und es ist ganz, ganz schwierig, wenn du siehst, nur die Ehrenamtliche in Deutschland. Natürlich, man braucht Menschen, man braucht einfach sich integrieren, ja, mit anderen, damit er die Sprache spricht und nicht jedes Mal die gleichen Menschen, das heißt die Ehrenamtliche. Natürlich, man braucht Kontakte auszustellen. Und leider, ich habe das unmöglich gesehen. Unmöglich. Es ist unglaublich, wie die Deutschen Angst haben. Und die Mehrheit, nicht alle. Wie sie Angst haben und wie sie einfach weggehen. Und ich habe eine deutsche Freundin, ja. Und sie ist eine Ehrenamtliche und sie ist eine Journalistin. Sie hat eine Tochter, 8 Jahre oder 9 Jahre alt Tochter, ja. Und einmal ihre Tochter hat gesagt, Mama, bitte, ich will meine Schule tauschen. Oh wow, warum? Weil die Kinder in meiner Schule hassen mich und jedes Mal ich höre die Worte, haben die Flüchtlinge mit deiner Mutter, Entschuldigung, geschlafen? Haben die Flüchtlinge deine Mutter, Entschuldigung, ich darf nicht sagen, deine Mutter, ja? Sie sagen so. Und die Tochter darf nicht einfach mehr und weiter in die Schule gehen, weil, und woher glaubst du, das kommt aus? Das kommt einfach aus dem Kopf von den Eltern, von jedes Kind. Und deshalb Integration hier in Deutschland, das habe ich verstanden jetzt. Was bedeutet Integration von der Perspektive der Deutschland? Und das heißt, sie wollen uns einfach die Steuer zu bezahlen, die Steuer bezahlen. Sie wollen uns einfach an die Maschinen, Entschuldigung, aber das wie die meisten Flüchtlinge machen jetzt. An die Maschinen arbeiten und einfach lernst du ein bisschen Deutsch, damit du ganz verstehst, wie die Maschine funktioniert und so. Das ist alles. Ich bin ganz ehrlich und hier in Deutschland, es gibt die Freiheit der Meinung. Vielleicht viele Menschen jetzt sagen, nein, wegen ihrem Hilfe, wir helfen euch und ihr braucht Hilfe und so. Aber ich sage, es gibt jetzt viele Flüchtlinge hier, die haben schon Familien zu Hause unter die Bombe und unter dem Krieg in Syrien. Und Deutschland hat ihnen ein Jahr gegeben, ein Jahr Subsidiärschuld. Und das heißt, sie dürfen nicht ihre Familie hierher bringen. Und sie, die Flüchtlinge, die hier sind, sie dürfen nicht einfach zurück nach Syrien gehen, wegen dem Krieg. Und das heißt, es ist ganz gefährlich. Und ich frage mich, wenn es ist wegen der Hilfe, warum hat Deutschland nur ein Jahr gegeben für solche Menschen? Die brauchen schon ihre Familie und so. Jetzt viele sagen, dass ich bin ein undankbarer Mensch. Viele jetzt sagen so, glaube ich. Undankbar. Was für ein, Entschuldigung, scheißer Mensch bist du. Das ist das erste Problem. Die Deutschen wollen keine Fremde. Und deshalb sage ich, guckst du mal an die türkischen Menschen. Guckst du mal an die Russen, guckst du mal an jede Ausländer, ja? Sie sind alle miteinander. Die Türken sind miteinander und die Russen sind miteinander und das ist die Hauptsache der Integration. Arbeitest du, bezahlst du die Steuer und dann alles klar. Aber bleibst du von uns weg. Du ein Terrorist, du ein Radikaler. Unglaublich. Und deshalb sage ich, leider, von meiner Meinung, der AfD, die Nazis, ja, gehen mal wieder in Bundestag. Jetzt, nach dem Wählen 2017. Warum glaubst du das? Ich habe es doch gesehen und gemerkt, als ich hier in Deutschland gelebt.
die Leute haben Angst wegen Fremde. Und leider, die Leute hier wissen, dass sie brauchen Menschen. Sie brauchen doch Menschen. Deutschland braucht Menschen. Das sagt alle, das weiß alle. Sie wissen, wir brauchen Menschen zu arbeiten und so. Und sonst, Deutschland und ihre Wirtschaft geht kaputt. Das ist eine Wahrheit, da viele kennen und viele wissen. Und deshalb sage ich, leider, die AfD spielt an ein Band. Und das heißt, dieses Band ist, anderen wollen unsere Kultur stehlen. Andere wollen unsere Kultur wegnehmen. Das ist eine gefährliche Sache. Und deshalb die AfD jetzt nach 72 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, kommen mal wieder in den Bundestag. Ich sage noch eine Sache. Es gibt hier viele Flüchtlinge, sie arbeiten doch. Und sie bezahlen die Steuer. Und viele Deutsche, sie sagen, die Flüchtlinge arbeiten nicht. Es gibt hier im Flüchtlingscamp, viele Flüchtlinge, die arbeiten doch, ja. Und sie wohnen 6 Leute miteinander und sie gehen doch an der Arbeit. 6 Leute in ein Zimmer. Und niemand hört dazu. Und das ist ganz wichtig. Aber niemand zeigt das. Niemand zeigt das. Weil wir schlechte Menschen sind. Und deshalb die Mentalität, wie ich gesagt habe. Sie glauben nicht niemand anders. Sie glauben niemand anders. Weil sie überall sind. Und egal, wenn du zum Beispiel einen deutschen Pass hast, ja. Sie immer noch glauben das Gleiche. Sie glauben das Gleiche. Ja, du bist fremd, egal, wenn du einen deutschen Pass hast. Egal. Ich habe es doch viel gesehen hier mit den Türken und mit den Ausländern und so. Und das ist eine große Katastrophe. Und ich sage an meine syrische Volk, arbeitet ihr, bezahlt ihr die Steuer. Und wir müssen einfach arbeiten in dieses Land. Weil trotzdem, wie die Gesellschaft oder anderen uns wollen oder nicht, dieses Land hat uns geholfen. Und deshalb sage ich, wir arbeiten und wir schaffen. Und wie die Schwaben sagen, schaffe, Häusle baue. Wenn der Krieg vorbei ist, dann gehen wir mal zurück und bauen wir unser Land nochmal auf. Aber trotzdem, vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Für das Interview, wenn ihr noch irgendwie mehr von Ahmad sehen wollt und was er so alles treibt, könnt ihr natürlich auch gerne seine Facebook-Seite oder andere Social-Media-Kanäle von ihm besuchen, um ja einfach auf dem Laufenden zu bleiben.